Hallo und herzlich willkommen in unserer Hengs Garage, dem Ersatzteil- und Produktkanal von Hengs Filtration. Mein Name ist Kai und ihr seid hier genau richtig, wenn ihr euch für unsere Produkte, Technik und Montage interessiert. Was haben wir heute für euch auf der Werkbank? Viele Informationen und nützliches Wissen. Es geht um die Kraftstofffiltration mit ausführlichen Technikinformationen. Viel Spaß mit diesem Video! Der Kraftstoff ist das treibende Element für unseren Verbrennungsmotor. Doch welchen Stellenwert hat der Kraftstofffilter? Ich nehme schon mal so viel vorweg. Unser Kraftstofffilter schützt euch vor extrem teuren Schäden. Aber warum ist das so? Unser Kraftstoff von der Tankstelle ist doch sauber, oder nicht? Habe ich euch verunsichert? Bleibt einfach dran, am Ende des Videos herrscht Klarheit. Unser Kraftstoff von der Tankstelle sieht auf den ersten Blick sehr sauber aus. Schmutz lässt sich mit bloßem Auge nicht erkennen. Die Qualität, gerade in Westeuropa, ist auf einem relativ hohen Level. Jetzt müssen wir uns allerdings die gesamte Kette von der Zapfsäule bis zur Einspritzdüse ansehen. Ich schlage vor, wir gehen den Weg des Kraftstoffs gemeinsam nach. Wir fangen an der Tankstelle, an der Zapfsäule an. Der Kraftstoff in der Tankstelle ist relativ sauber. Aber es gibt leider Schwachstellen in der Kette, sodass Schmutz eingetragen wird. Da sticht als erstes die Zapfpistole ins Auge. Diese hängt an der Zapfsäule und ist nicht geschützt. Staub und Pollen, die sich in der Luft befinden und mit dem Wind verteilt werden können, könnten sich hier anhaften und mit dem nächsten Tankvorgang in den Tank gespült werden. Die nächste Schwachstelle ist unser Tankstutzen am Fahrzeug. Auch hier kann sich Schmutz ablagern, welchen wir dann beim Tanken in den Tank spülen. Neben den externen Schwachstellen gibt es auch interne Schmutzquellen. Insbesondere wenn Kraftstoffe mit einem Bioanteil gefahren werden, können sich Bakterien im Tank bilden, welche dann eine Schicht im Tank erzeugen. Diese Bakterienbildung nennt man Dieselpest. Auch diese Schicht aus Bioschlamm wollen wir nicht zu unseren Einspritzdüsen befördern. Auch ein Kraftstoffsystem kann in sehr geringen Mengen Abrieb erzeugen. Dadurch, dass jede Kraftstoffpumpe etwas mehr fördert, als für die Einspritzung benötigt wird, gibt es Rücklaufleitungen. Durch diese Rücklaufleitung wird der Abrieb von Pumpen, Ventilen oder Düsen im System gehalten. Wie kritisch sind jetzt diese Partikel im System? Im Gegensatz zu einem Ölkreislauf ist ein Kraftstoffsystem um ein Vielfaches anfälliger. Grund hierfür sind die Komponenten. Sehr sensible Komponenten wie zum Beispiel die Hochdruckpumpe oder die Injektoren. Die Hochdruckpumpe ist in der Lage, einen Druck von bis zu 3000 Bar im Verteilerrohr zu erzeugen. Diese extrem hohen Drücke können allerdings nur entstehen, wenn die Hochdruckpumpe in einem einwandfreien Zustand ist. Mikroskopisch kleine Kratzer auf den Komponenten der Hochdruckpumpe führen zu einer Reduzierung der Drücke. Jetzt kommt der Schmutz ins Spiel. Wird der Kraftstoff nicht gefiltert, setzen sich Schmutzpartikel in die Hochdruckpumpe und innerhalb von Sekunden werden Kratzer erzeugt, die dafür sorgen, dass die hohen Drücke nicht mehr aufgebaut werden können. Dann hilft nur noch ein Austausch der Hochdruckpumpe. Ganz ähnlich sieht es bei den Injektoren aus. Hier wird der Kraftstoff sehr fein zerstäubt, damit er im Brennraum des Motors optimal verbrannt werden kann. Kommt es hier zu Kratzern oder Beschädigungen durch Schmutzpartikel, kann die Einspritzdüse anfangen zu tropfen. Dann muss nicht nur die Einspritzdüse ersetzt werden, als Folge kann auch der gesamte Motor beschädigt werden, da sich ein Loch in den Kolben brennen kann. Die Teilekosten für diese sensiblen Komponenten übersteigen schnell die 1000 € Marke. Und hier setzen unsere Filter an. Unsere Filter halten Schmutzpartikel dauerhaft zurück, um die Komponenten des Systems zuverlässig zu schützen. Die Kraftstofffiltration unterscheidet sich sehr stark von der Ölfiltration. Zum einen ist die Durchflussmenge bei einem Kraftstofffilter deutlich geringer als bei einem Ölfilter. Jedoch sind die Anforderungen hinsichtlich Abscheideleistung deutlich höher. Bei modernen Ölfiltersystemen konzentriert man sich hauptsächlich auf die Abscheidung von 12 bis 25 μ großen Partikeln. Das entspricht etwa einem Fünftel von einem menschlichen Haar. Schauen wir uns jetzt ein Kraftstoffsystem an. Würden diese Partikel unsere Komponenten schädigen? Im Kraftstoffsystem konzentriert man sich auf den Bereich 2 bis 4 μ, also einem Dreißigstel von einem menschlichen Haar.
Mit unseren Prüfständen sind wir in der Lage, diese Schmutzpartikel zu messen, um sicherzustellen, dass unsere Filter die hohen Anforderungen über das gesamte Wartungsintervall erfüllen. Im Gegensatz zum Ölfilter hat der Kraftstofffilter noch eine weitere sehr wichtige Funktion zu erfüllen, denn es gibt noch eine weitere Gefahr für unsere sensiblen Komponenten: die Korrosion. Kommt es zur Korrosion, werden die sensiblen Bauteile ebenfalls beschädigt und es kommt zu Motorproblemen. Wodurch entsteht jetzt die Korrosion? Hier kommt eine weitere Gefährdung im Kraftstoff ins Spiel, und zwar Wasser. Je nach Kraftstoffqualität befindet sich ein geringer Anteil an Wasser im Kraftstoff. Der Anteil des Wassers kann von Land zu Land variieren. Unsere Filter besitzen Imprägnierungen, Systeme oder auch Materiallagen, um das Wasser sicher abzuscheiden. Je nach Einspritzsystem sind wir in der Lage, bis zu 99% des Wassers aus dem Kraftstoff zu entfernen. Dadurch wird zum einen die eben angesprochene Korrosion verhindert und zum anderen, dass die Verbrennungstemperatur durch das enthaltene Wasser reduziert wird. Auch die Wasserabscheideleistung wird bei der Entwicklung unserer Produkte messtechnisch geprüft, um die hohe Performance sicherzustellen. Mit unseren Filtern sorgen wir für einen optimalen Schutz aller Komponenten im Kraftstoffsystem, damit ihr beruhigt tanken könnt. Selbst wenn Schmutz oder andere Gefahren in den Kraftstoff gelangen, könnt ihr euch auf unsere Filter verlassen. Unsere Filter bekommt ihr in der gewohnten Erstausrüstungsqualität, welche auf unseren Prüfständen getestet wurde. Weitere Informationen zu unseren Produkten und weitere Filter für eure Fahrzeuge findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. In unserem Online-Katalog auf hengst.com haben wir euch alle Produkte für eure Fahrzeuge aufgelistet. Der Link zu unserem Online-Katalog ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet einiges über die Kraftstofffiltration in Verbrennungsmotoren lernen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unter das Video in die Kommentare. Wir beantworten sie dann dort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis bald in der Hengst Garage.